Hallo liebe Freunde des 3D-gedruckten Wärmetauschers. Heute stelle ich die 3D-Druckdaten zur Verfügung als STL-Dateien und würde gerne mal erläutern, auf was ihr da so achten müsst. Also einmal ist es so, dass die Teile mit verschiedenen Düsendurchmessern gedruckt werden und das einfach deswegen, weil das Zeit spart. Denn am Anfang war es so, dass die beiden Teile ein Teil waren und dann dauert der Druck 88 Stunden. Weil dieses Teil hier, das rote, wird nämlich mit einer 0,25 mm Düse gedruckt und das bedeutet, dass der Drucker einfach viel länger braucht, um ja, die gleiche Menge an Material aufs Druckbett zu bringen. Deswegen hatte ich mich dann entschlossen, da zwei Teile draus zu machen und die können dann hinterher zusammengefügt werden. Und gedruckt werden die Teile, also das rote wird so gedruckt, also hier wäre die Bauplattform vom Drucker und dann ist noch darauf zu achten, dass hier noch ein Brim eingefügt wird beim Slicen und das Teil ist so designt, dass es ohne Stützstrukturen auskommt. Das spart auch nochmal ein bisschen Druckzeit, denn obwohl das jetzt schon optimiert wurde von mir, druckt es trotzdem ewig lang. Also über einen Tag war das, glaube ich. Ich glaube über 30 Stunden. Und ja. Dann gibt es die beiden Teile. Die könnt ihr mit ganz normalen Düsen drucken, zum Beispiel 0,4. Die Ausrichtung bei den Teilen ist so. Und das seht ihr schon an dem großen Teil. Das liegt halt hier auf dem Druckbrett auf. Da ist alles flach und hier oben braucht man eben die Schrägen, damit hier keine Stützstrukturen gebraucht werden und der Drucker das so drucken kann. Deswegen so ausrichten. Das sieht man auch nochmal an der Schrift, dass die lesbar ist. Daran seht ihr auch, in welcher Ausrichtung das aufs Druckbett soll. Und bei dem Stutzen ist es ganz einfach. Der kommt mit der flachen Fläche der rechteckigen Seite aufs Druckbett. Die Schrauben, die hinterher den Abgang hier oben halten, das sind M6 Schrauben, die holt ihr euch in der entsprechenden Länge, je nachdem wie dick euer Lüfter ist. Und dann schraubt ihr direkt hier rein. Das Loch ist ein bisschen kleiner als M6, also 5,8 glaube ich. Und dann kann man mit der M6-Schraube gleichzeitig beim Reindrehen das Gewinde schneiden. Und da muss man nur ein bisschen vorsichtig sein hinterher beim Rein- und Rausdrehen, dass man das Gewinde dann nicht kaputt macht. Aber es hält ganz gut. Hält natürlich nicht so wie bei einem Metallteil, aber ist schon ganz okay. Also für so ein Hobby-Ding reicht es. Bei diesem Teil war es so, dass selbst mit den, ich habe da ewig rumprobiert mit den Einstellungen. Letztendlich war es dann aber so, dass trotz langen Rumprobieren hier Löcher waren. Und ich weiß nicht, ob man das sieht, da habe ich dann hinterher einfach Klebstoff drauf gemacht, damit die zu sind. Ich habe es allerdings auch getestet, also selbst wenn man die Löcher so lässt, die waren ganz klein, wahrscheinlich 1 Millimeter oder noch weniger, hat das keine Auswirkungen auf den Luftfluss oder auf die Luftströmung. Die geht da einfach nicht durch, weil wahrscheinlich die Löcher zu klein sind. Der Druckwiderstand dann zu hoch wäre, wenn die Luft da durch wollte. Also da einfach hinterher ein bisschen Klebstoff drauf machen auf die Löcher, dann sind die dicht. Hier sieht man das Teil im Slicer. Das ist das 466, also der Einsatz. Und da zeige ich euch jetzt mal die Einstellung, die ich genommen habe. Und zwar ist es so, dass das eben eine 0,25 mm Düse ist. Ja, dann habe ich hier noch Einstellungen für Retraction,
etc. Aber das wird bei eurem Drucker dann bestimmt anders sein. Aber wichtig ist eben eine 0,25er Düse zu nehmen. Und jetzt werde ich das Ganze mal slicen. Und dann sieht man nämlich auch, wo da die Schwierigkeiten sind. Und ich hoffe, bei euch klappt das dann. Das dauert immer ein bisschen. Jetzt ist er fertig, weil das natürlich Unmengen von Daten sind. Also durch diese 0,25 Düse sind das so viele Schritte. Das merkt man dann schon richtig. Jetzt schneide ich das mal von oben durch, dass man mal sehen kann. Also hier oben ist dieses Dreieck, das dann hinterher unten ist und wo das Kondensat abfließen kann. Hier sind dann auch die Löcher, von denen ich eben gesprochen habe. Leider konnte ich hier nicht feststellen, wie die entstehen. Also es sieht eigentlich ganz gut aus, aber vielleicht hat da ja jemand eine Idee. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr das besser hinkriegt. Ohne Löcher. Ich bin da verzweifelt. Jetzt schneide ich mal weiter durch. Dann kommen wir in den Kreuzstrombereich. Und da sieht man jetzt, dass die beiden äußeren Wände, die das begrenzen, das sind 2 Schichten nebeneinander. Und hier in der Mitte, damit die Wärme möglichst effektiv durch diese dünne Wand kann, ist das eine Single Wall Extrusion. Das heißt, das ist nur eine Linie, die der Drucker hier hinlegt. Und der geht dann immer in so Meandern darüber. Und das sorgt auch dafür, dass das Teil einigermaßen schnell gedruckt werden kann. Ich gehe mal weiter runter. So, hier kommen wir jetzt in den Gegenstrombereich. Da ist es immer noch so, dass es eine Single Wall Extrusion ist und die Außenwände sind doppelte Wandstärke. Das heißt, hier innen geht die 0,25 Düse mit einer Linie rüber. Das ergibt dann hinterher, ich habe mal nachgemessen, eine Wandstärke von 0,32 mm, was ich schon ziemlich beeindruckend finde für so einen recht günstigen Drucker, den ich habe, dass das überhaupt klappt. Und dann geht es weiter runter, dann kommt der Bereich, wo dann die Lamellen nochmal aufgefaltet werden und Röhren bilden. Und da ist es dann immer noch so, dass hier innen eine Single Wall Extrusion ist. Die stößt dann hier auf die Außenwände. So, wenn man da weiter durchgeht, dann endet irgendwann wieder der Gegenstrombereich. Die Lamellen falten sich wieder in eine gerade Wand. Hier passiert das und dann kommt wieder der Kreuzstrombereich. Und der wird jetzt verjüngt sich jetzt immer weiter, bis er unten wieder auf die Kondensatschräge trifft. Und da gibt es noch eine Besonderheit, die habe ich nicht richtig hingekriegt. Ich habe fast alles einigermaßen hinbekommen, aber hier gibt es eine Stelle, da macht der Drucker Blödsinn. Und da kann ja vielleicht auch mal jemand was zu sagen, wenn er mehr Ahnung hat als ich, wie sowas passiert. Da macht der Drucker dann irgendwie so sternförmige Bewegungen, was auch dafür sorgt, dass da ein Loch ist. Wie gesagt, das ist nicht ganz schlimm, weil da nicht so viel Luft durchgeht. Die meiste Luft geht dann immer noch durch den Wärmetauscher durch, weil da der Widerstand wesentlich geringer ist. Das ist der positive Teil. Ja, hier sieht man noch den Brim. Den braucht ihr auf jeden Fall, denn sonst löst sich das Teil, weil das einfach nur
eine ganz dünne Wand ist, die hier auf dem Druckbett liegt. Ich habe die Dateien auf meiner Webseite bereitgestellt, und zwar ist das https://stuccolite.com/download. Und da kommt ihr zu der zum Download-Bereich. Und da ist schon der Wärmetauscher, und dann klickt ihr einfach auf das Bild und dann geht eine neue Seite auf und das wird runtergeladen. Das heißt dann Wärmetauscher Stuccolite V1. Das ist die erste Version. Da kommen noch mehr Versionen, denn ich überlege gerade, wie man das auch steuern kann und dass da noch ein Gehäuse dran kommt. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen.